Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute machen wir den Vergleich zwischen Software 0795 in meinem Enyaq iV SUV und Software 0333, besser bekannt als ME 3.0, in diesem Enyaq iV Coupé. Auf geht's! Škoda hat mir auch dieses Enyaq Coupé zur Verfügung gestellt. Da habe ich sie um was gebeten. Erstens, das seht ihr auch hier, ich möchte einen 80X haben, wie meinen 80X, kein RS. Und zweitens, idealerweise in einer Konfiguration, die dieser hier entspricht. Deswegen hat er hier zum Beispiel keine seitlichen Sensoren. Eben das neue Parksystem und die neuen Parkassistenten hat er nicht. Das macht es in der Software einfacher zu vergleichen. Und auch andere Sachen, die jetzt neu sind, die hat dieses Auto noch nicht. Die sind jetzt nahezu identisch konfiguriert. Geht natürlich nicht in allem. Der hat natürlich den Travel Assist 2.5, hat der nicht. Aber mehrheitlich sind die völlig gleich, bis hin zu den Felgen. Jetzt schauen wir uns einfach die Software an und auch die Unterschiede dazu an. Ich gehe nicht auf jedes kleinste Detail ein. Das mache ich, wenn dieses Auto wirklich geupdatet wurde, sondern auf die wesentlichen Veränderungen zwischen den beiden Systemen. Starten wir und ich zeige euch als allererstes einmal im Setup, was wir jetzt hier drin haben. Und da seht ihr das. Wir haben die Software 3.0.0, wir haben die Hardware H20, Škoda eigene Softwarebezeichnung 0333, das ist eigentlich niedriger als 0795, aber so what. ABT Hardware H7, ABT Software 1.09, Navi-Datenbank übrigens 2.6. Und hier haben wir schon das erste Lustige, da scheint eine Variable nicht aufgelöst zu werden. Aber okay. Hier seht ihr jetzt die Systeminformationen von meinem Enyaq. Und ihr seht, die ID-Software-Version, die fehlt hier oben. Aber ich habe die gleiche Hardware, die gleiche ABT-Hardware und die gleiche ABT-Software wie die ME3-Variante links von mir, wo das Coupé steht. Und jetzt haben wir auch des Rätsels Lösung, wo da unten die Variable drin ist. Beim ME3 ist gemeint die Radiodatenbank, die dort nicht angezeigt wurde. Wir beginnen direkt mit einer der für die meisten von euch heiß ersehnten und wichtigsten Anpassungen, die sie gemacht haben. Hier vorne an der Batterie steht neu auch der Prozentsatz dran. Dieser hat jetzt noch 87%. Und so sieht das Ganze Prä-ME3 aus, bei mir in der 0795. Hier ist keine Prozentanzeige. Ist vielleicht mal ganz spannend für all die, die ihren Škoda Enyaq bereits mit ME3 bekommen haben, dass sie mal sehen, wie es vorher ausgesehen hat bei den Fahrzeugen, die Prä-ME3 ausgeliefert wurden. Und wenn man ihn eingeschaltet hat, auch neu für alle, die nicht ME3 haben, das ist die Benutzeranmeldung. Ihr seht, ich bin hier jetzt sogar als Hauptnutzer registriert. Man kann hier auch direkt den Nutzer wechseln. Es gibt allerdings nur einen Gastnutzer. Problem ist, ich habe halt kein zweites Telefon mit einer zweiten MyŠkoda-App und einem zweiten Benutzer. Und das alles zu konfigurieren führt zu weit. Da kann ich nicht alles zeigen, aber bleiben wir mal bei meinem Hauptnutzer. Da muss er sich jetzt hier mit der S-Pin, die ihr in eurer MyŠkoda-App eingestellt habt, anmelden. Ihr könnt natürlich, wenn ihr faul seid, auch einfach sagen S-Pin merken. Ich mache das kurz. Und wenn ihr die eingegeben habt, meldet sich dieser Benutzer auch an und sein Profil wird geladen. Direkt mal eine Riesenänderung zu Beginn. Sind ja auch nur Kleinigkeiten und die sind auch nicht so wichtig. Vielleicht noch eine schöne Sache, wenn ich da unten mein Telefon reinlege, dann kommt ja hier oben im Normalfall das Ladesymbol. Und hier ist jetzt neu an der Seite dieser kleine grüne Blitz. Man sieht jetzt wirklich, dass das Telefon auch lädt, statt einfach nur, wenn es nicht lädt, dass es dann da rot wird.
Aber ich wollte ja nicht in die kleinen Details hinein. Machen wir weiter. Was hat sich noch geändert? Wer eben schon aufmerksam hingeschaut hat, hat es vielleicht gesehen. Es gibt neue Einträge im Menü. Und zwar den Eintrag Nutzer, aber auch den Eintrag Laden und den Eintrag Shop. Das gibt es beim anderen Enyaq so nicht. Schauen wir zuerst in den Eintrag Shop. Etwas Vergleichbares kann ich, wie gesagt, im anderen Enyaq ja nicht zeigen. Und da seht ihr alles, was ihr prinzipiell gekauft habt. Das ist hier, und was ihr noch kaufen könntet, das ist hier allerdings nicht allzu viel. In diesem Auto, auch hier sehen wir eigentlich nur die Standardsachen. Und es gibt hier auch nichts, was man kaufen könnte. Ihr könnt es dann anwählen, dann lädt er noch ein paar Zusatzdaten. Dann kann man den Vertrag auch verlängern. Da seht ihr schon, oder Infotainment Online werde ich dann irgendwann verlängern müssen. Und dann sieht man auch, was ist in dem Paket alles drin. Beispielsweise das Thema Ladestation. Es gibt auch ein Setup zum Shop. Da könnt ihr lediglich das Land und die Sprache auswählen. Die zweite große Änderung, die wir aus unseren Prä-ME3s nicht kennen, das ist die Nutzerfunktion. Da seht ihr jetzt, ich bin als Hauptnutzer angemeldet, Matthias Speicher, Mats, zuletzt synchronisiert. Heute um 10:31 Uhr hat er die Daten also in die Skoda Cloud geladen, sodass klar ist, wie dieser Enyaq konfiguriert ist. Und hier kann ich dann sehen, welche anderen Benutzer gibt es. Es gibt immer einen Gastbenutzer. Und ihr könnt hier weitere Benutzer hinzufügen. Die müssen allerdings die MySkoda-App dafür benutzen und dort auch ein Benutzerkonto anlegen. Sonst geht nur der Gastmodus. Hier könnt ihr natürlich auch Nutzer wieder löschen. Im Setup haben wir noch Informationen zum Hauptbenutzer. Ihr seht, ich habe mich gestern als Hauptbenutzer angemeldet. Wir haben Anmeldedaten. Da sieht man, wenn man diesen S-Pin, den ihr am Anfang gesehen habt, nicht will, kann man den hier auch ausmachen. Ihr habt die Privatsphäre-Einstellungen, oder jeder Nutzer kann selbst entscheiden, wollt ihr Fahrzeugnutzungsdaten und Standortdaten senden. Hier sind wir natürlich vor allem im Bereich auch von den Schwarmdaten. Und ihr könnt den aktiven Nutzer löschen. Am Nutzer selbst könnt ihr da oben drauf tippen, dann einstellen, aber sonst geht hier nicht viel. Ein explizites Speichern von Einstellungen auf den Nutzer gibt es auch nicht. Ich habe diverse Experimente gemacht, was alles auf den Nutzer gespeichert wird. Die Schwierigkeit ist einfach, dass ich keinen anderen vollwertigen Nutzer habe zum Vergleichen. Ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, die Sitzeinstellungen werden auf jeden Fall drauf gespeichert. Diverse andere Einstellungen wie die Farbe von eurem Bildschirm und so weiter und so fort auch. Ich habe auch geguckt, ob er sich so Sachen merkt wie Einstellungen bei den Assistenten, beim Klima und sonstiges, kann das aber nicht verifizieren, weil wenn ich auf den Gastnutzer wechsle, dann hat er genau die gleichen Einstellungen wie ich. Ich glaube, der Gastnutzer hat immer die Einstellungen vom Hauptnutzer. Man müsste das wirklich mit einem anderen Benutzer verifizieren, ist mir leider nicht möglich. Müssen wir dann wirklich machen, wenn ich noch jemanden habe, der auch eine MySkoda-App hat und wo wir das dann vergleichen können. Hier bin ich jetzt leider alleine. Also insofern, was alles gespeichert wird auf die Nutzer, kann ich euch nicht sagen, aber die Nutzerprofile, die sind da. Auch neu, bedingt durch die Profile. Wenn ihr das obere Menü runterzieht, ist jetzt hier übrigens auch der Benutzer angezeigt, ob er im Online-Modus ist oder nicht. Und wenn ihr hier auf Info geht, dann bekommt ihr Erklärung, was heißt Privatsphäre, welche Symbole bedeuten was. Also es ist noch alles da, was wir auch Prä-ME3 kennen. Und da kommt ihr dann auch direkt wieder zu den Einstellungen. Kommen wir zur Veränderung. Das ist keine neue Funktion gegenüber 0795, sondern nur eine Änderung. Das ist Laden. Laden ist jetzt ein eigener Menüpunkt. In dem findet ihr Laden und Ladeorte. Diese sind daher nicht mehr unter Fahrzeug. Fahrzeug ist jetzt etwas ausgedünnt und hat nur noch Fahrzeug, Status und Daten. Was wir hier aber gerade auch sehen, es lädt bedeutend schneller. Auf der anderen Seite fand ich es immer schön, als es hier kompakt war. Das ist
vorbei. Laden ist jetzt einfach hier separat. Wir bleiben jetzt hier kurz bei der ME3 beim Laden. Was ich nicht testen kann, ist, ob er jetzt das zeitverzögerte Verladen voll macht. Ich habe hier keine Möglichkeit, das zu tun. Hier gibt es keine Ladestation. Müssen wir testen, wenn meiner geupdatet wurde oder einer von euren. Neu gibt es aber hier das Setup und im Setup die Funktion AC Ladestrom reduzieren und Kabel entsichern kennt ihr auch von unseren Enyaqs. Neu ist der Battery Care Modus. Den könnt ihr einschalten oder ausschalten. Ihr könnt jetzt hier gerne selber einmal lesen, was der genau macht. Es geht um die Lebensdaueroptimierung der Batterie und im Kern, wenn ich diese Sätze dort richtig verstehe, macht er nichts anderes als, wenn ihr einmal über 80% geladen habt, weil ihr das so eingestellt habt, dann setzt der Battery Care Modus den Zielladestand für das nächste Ladevorhaben wieder auf 80% quasi. Er ist euer Gedächtnis, dass es zurückgesetzt wird. Ich hoffe, dass das Ding noch mehr kann, aber das ist das, was hier steht. Und hier seht ihr das Menü vom Pre-ME3 Enyaq und ihr seht, in diesem Menü fehlen einerseits der Nutzer und andererseits das Laden. Bei uns ist das alles noch unter Fahrzeug, Laden gleich und Ladeorte. Und anders als in der ME3 haben wir diese zwei Funktionen, Ladestrom reduzieren und Wechselstromkabel trennen, direkt hier zur Verfügung. Was wir hier nicht haben, ist der Battery Care Modus. Ladeorte haben wir auch direkt hier im Zugriff. Der Rest, der bleibt hier gleich. Nachher hat es ja wie gesagt nur noch diese drei Funktionen in dem Menü. Ob ihr das mit allem in einem oder in zwei aufgeteilt praktischer findet, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Weiter geht's in einem spannenden Bereich Fahrzeugkonfiguration. Die Fahrzeugkonfiguration selber hat sich nicht geändert. Das ist immer noch innen und außen mit dem animierten Skoda, wo ihr hier so durchblättert. Was aber direkt auffällt ist, je nach Konfiguration, die ihr habt, in dem Menü gibt es keine Änderungen, aber in dem Menü neu gibt es hier nämlich einen vierten Menüpunkt Sitze und da könnt ihr den Komforteinstieg für Fahrer- und Beifahrersitz einstellen. Das heißt, der Sitz fährt dann zum Einsteigen nach hinten und dann wieder nach vorne. Hier seht ihr das Fahrzeugkonfigurationsmenü. Ich blätter auch hier durch. Hier sind keine Unterschiede zu sehen. Bei den Außenfunktionen und bei der Innenfunktion seht ihr, fehlen hier die Sitze. Da kann ich dementsprechend nichts einstellen, obwohl ich ebenfalls auch das Sitzpaket Plus habe mit den elektrisch verstellbaren Sitzen. Dementsprechend hier kein Easy Entry einstellbar. Weiter geht es mit den Assistenten. Auch hier, wir haben ein neues Design. Ob das nur für das Coupé gilt oder auch für einen normalen Enyaq, weiß ich nicht. Ansonsten ist hier alles beim Alten geblieben, genauso wie die Funktion, sich alle Assistenzsysteme anzuzeigen. Die verfügbaren Assistenzsysteme sind natürlich auch davon abhängig, welches Paket ihr bestellt habt. Das Assistenzmenü, das sieht Pre-ME3 wie folgt aus. Ich finde es sogar fast noch ein bisschen übersichtlicher. Es sind die gleichen Knöpfe verteilt. Wir haben lediglich ein anderes Bild und die Liste hier ist auch identisch. Eben, es ist abhängig von dem, was ihr rein konfiguriert habt und dementsprechend sieht es so aus, als wäre hier lediglich das Bild getauscht worden. Auch bei den Fahrmodi, wir haben ja hier 80X, also Allradvarianten, hat sich etwas geändert. Neu gibt es jetzt Traction. Diese Funktion, die sorgt einfach für einen noch besseren Allradantrieb, wie es das Bild schon zeigt, bei regennasser Fahrbahn, bei Schneeglätte, Schnee und Eis. Und die Details, die könnt ihr euch ja nochmal in dem Video, das ich euch jetzt hier oben verlinkt habe, angucken, wo ich alle Fahrmodi im Detail beschreibe, auch schon Traction, obwohl ich ihn noch nicht habe. In der 0795 oder Pre-ME3 sehen die Fahrmodi wie folgt aus. Traction fehlt hier, wird aber sicherlich für die allradgetriebenen 80X Varianten
nachgereicht, so dass wir das dann auch nutzen können. Könnte sich in den Bergen noch als hilfreich erweisen. Ich werde es im nächsten Winter austesten. Gucken wir uns den nächsten Assistenten an, den Parkassistenten. Der hat sich, ich habe ja bewusst einen genommen, der nicht die neuen Funktionen hat mit dem Einparkassistenten und dem automatischen Parkieren. Der hat sich nicht verändert. Das hier ist exakt gleich wie in meinem. Wir haben die 360-Grad-Kamera und auch sonst alles andere. Hier ist alles gleich geblieben. Auch diese Einstellungen sind gleich. Persönlich bin ich aber der Ansicht, dass das Bild besser geworden ist. Und ich zeige euch das gleich in der Nachtaufnahme. Dies ist die Parkassistentenansicht vor der ME3. Sieht exakt gleich aus. Hier hat sich nichts verändert. Hier ist alles gleich. Auch die Einstellungen. Es sieht jetzt ein bisschen anders aus, wie die Balken angezeigt werden. Ist jetzt so ein bisschen kleiner. Ob das jetzt ein besseres oder schlechteres Bild am Tag ist, vermag ich gar nicht zu beurteilen. Wir gucken uns jetzt einfach mal das Ganze bei Nacht an. Hier haben wir das Bild mit der 3.0 Software und ich erkenne jetzt keinen wesentlichen Unterschied. Auch hier kann ich recht schön nach hinten genug sehen. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem das Gefühl, dass das Bild ein bisschen klarer, ein bisschen schärfer und auch etwas besser ausgeleuchtet ist als bei meinem. Ob jetzt hier eine neue Kamera verbaut wurde oder sie tatsächlich softwareseitig was geändert haben, kann ich natürlich nicht genau sagen. Meine Vermutung ist, dass sie softwareseitig was geändert haben, weil so viel besser ist das Bild nicht. Aber ganz ehrlich, mit dem Bild kann man bei Nacht problemlos rangieren. Es sind hier auf dem Hotelparkplatz keine optimalen Bedingungen, aber hier einfach zum Vergleich. Das ist die Rückfahrkamera meines eigenen Skoda Enyaq mit 0795 und was man nach hinten sieht. Ich finde, man sieht relativ viel, so schlecht ist es nicht. Doch vergleichen wir mal mit dem Skoda Enyaq Coupé mit der 3.0er Software, ob es besser geworden ist. Kommen wir zur Ambientebeleuchtung. Neue Farben gibt es nicht, sondern nur neue Hintergründe. In Abhängigkeit, was ihr auswählt, gibt es hier jetzt plötzlich passende optische Hintergründe. Die gibt es so in der ME3, in der Pre-ME3 noch nicht. Vor der ME3, also mit der 0795 oder älter, sieht das Ganze bei der Ambientebeleuchtung so aus. Wenn ihr hier einfach was auswählt, dann verändert sich lediglich die Farbe, aber es wird kein spannendes, neues, lustiges Hintergrundbild eingeblendet. Kommen wir zum wichtigsten Thema, worauf hier wahrscheinlich schon alle warten. Gucken wir uns Lade- und Navigation in der ME3 an. Beginnen wir zunächst mal mit den Basics. Wenn ihr hier auf das 3-Punkt-Menü gibt, gibt es einen neuen Eintrag Ladestation. Könnt ihr ein- und ausschalten und dann habt ihr hier mit dem Zahnrad die Möglichkeit zu filtern. Alle mehr als 50 kW, mehr als 100 kW. Über die Auswahl der Filter lässt sich streiten, aber das ist schon so viel mehr, als wir Pre-ME3 haben. Und dann habt ihr hier unten einen neuen Eintrag. Wir kannten ja bis jetzt nur PowerPass und sonstige. Neu könnt ihr auch sagen Ionity. Wichtig, das steht ja auch hier oben, das macht nichts anderes als die Anzeige zu filtern, was ihr auf der Karte seht. Diese Funktionen hier in diesem Menü wirken sich alle auf die Ansicht der Karte aus, nicht auf die Ladeplanung während der Navigation. Gehen wir zunächst weiter im Setup. Zielführung, Routenoptionen. Ladestopps automatisch hinzufügen kennt ihr und das Zahnrad auch. Aber das kennt ihr nicht. Das Einzige, was wir da kennen, ist bevorzugte Bezahlart, alle gängige Bezahlarten und PowerPass. Da hat sich nichts dran geändert. Neu sind diese beiden Einstellungen. Restreichweite am Ziel, Restreichweite auf der Route. Und die könnt ihr einstellen von 10 Kilometern bis zu 60 Kilometern und oben sogar bis 100 Kilometer. Das ist
Wie viel Restreichweite soll das Auto noch haben, wenn ihr ankommt, und wie viel Restreichweite soll das Auto noch haben, wenn ihr an eine Ladesäule fahrt? Warum sie das mit Kilometern statt Prozent gelöst haben, weiß ich nicht. Ich persönlich hätte lieber Prozent, damit fahre ich besser, aber vielleicht auch traditionsmäßig für Verbrennerfahrer oder so ist eine Restreichweite in Kilometern die einfachere Angabe. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Zwei große Änderungen, die sich sicherlich viele Leute schon gewünscht haben. Gucken wir uns jetzt einfach mal eine Navigationsplanung an, und zwar zu mir nach Hause mit ME3. In dem Screen komme ich gleich nochmal zu, seht ihr auch schon kleine Anpassungen. So, ich übernehme die Route. Fahren Sie zur angezeigten Route. Und was uns jetzt auffällt, erstmal, hier oben haben wir was neu formatiertes. Da liegt jetzt hinter den Ziffern so eine graue Kasten, dass man es wahrscheinlich besser lesen kann. Drauf tippen könnt ihr immer noch, wie ihr aus meinen Tipps und Tricks Videos wisst. Was ihr auch schon seht, hier sind grüne Punkte. Die können auch mal rot sein. Das zeigt euch an, ob die Ladesäule aktuell einen freien Slot oder einen Stall hat oder nicht. Klappen wir die Ladeplanung aus. Er plant 4 Ladestops bis zu mir nach Hause und er sagt, 9 Stunden 5. Wir laden ungefähr 1,5 Stunden und wir sind um 20:55 Uhr da. Ihr werdet erstaunt sein, was nachher Pre-ME3 angezeigt wird. Und was ihr auch direkt seht, wir haben einen 150, einen 300er, einen 300er und einen 100er Charger. Top. Ebenfalls neu. Dieses ganze Ding ist neu. Hier hinten die Anzeige. Und zwar, ihr seht, wie lange ihr ladet, das kannten wir. Ihr seht auch die Fahrtzeit, also 1,50 bis dahin. Neu seht ihr aber hier hinten, mit wie viel kommt ihr an und mit wie viel fahrt ihr weg. Vielleicht hätte man hier noch Prozentwerte dran schreiben können. Auch spannend, eben hier vorne steht jetzt direkt an den Ladestationen dran, wie weit die von euch entfernt sind. Oder das erste Mal laden nach 168 Kilometern, dann von meinem jetzigen Standpunkt aus 330 Kilometer und so weiter. Dafür mussten wir Pre-ME3 in ein Untermenü wechseln. Und ihr habt wirklich alle Infos, die ihr hier braucht. Ihr könnt es dann auch noch mal im Detail angucken. Da kommen nämlich dann die Prozentwerte und sagen, von 27 auf 55 will er da laden. Ich kann euch auch mal die anderen zeigen. Von 28 auf 78, von 28 auf 80. Und jetzt gehen wir mal ins Setup. Zielführung, Routenoptionen. Ja, die Menüs sind mitunter recht verwinkelt und reduzieren das. Und ihr seht, in dem Moment wird die Route schon neu berechnet. Bitte fahren Sie zur und ich reduziere weiter. Ihre Route enthält mehrere notwendige Ladestops. Bitte fahren und nochmal weiter. Ich bin ja so ein Mutiger, mir reichen 30. Und jetzt machen wir das gleiche hier oben mit der Restreichweite am Ziel. Ich brauche am Ziel nicht so viel Reichweite, weil ich kann ja zu Hause laden. Jetzt haben wir hier jede Menge Sachen geändert und jetzt gucken wir uns das Ganze einfach nochmal an. Und siehe da, wir haben eine komplett neue Ladeplanung bekommen. Wir haben jetzt nur noch 2 Ladestops. An einem 175er und an einem 300er. Genau so, wie es sein sollte. Ja? Und wenn ihr euch das anguckt, von 23 auf 78 und dann soll ich hier nochmal von 13 auf 94. Ja, das würde ich vielleicht nicht machen. 94 ist echt lang. Ich würde eher auf 80 laden, aber egal. Und auf einmal haben wir nur noch 1 Stunde 20 Ladezeit, 8 Stunden 35 Fahrzeit und kommen um 20:27 Uhr an. Vergleicht das bitte jetzt nochmal mit dem, was ihr jetzt bei der Pre-ME3 seht. Ich simuliere nur diese eine Route. Ich könnte noch x weitere simulieren, habe ich schon gemacht. Aber das da spricht einfach Bände. Das ist das, was wir brauchen. Viel mehr braucht es dann wirklich nicht. Ja, es gibt noch ein paar coole Sachen in diversen Apps, aber das ist gemessen an der Pre-ME3 ein Quantensprung. Schauen wir uns jetzt die Ladeplanung Pre-ME3 an. Ich fahre wieder zu mir nach Hause. Und ihr seht auch da, das Menü sieht schon komplett anders aus, ist aber noch nicht so wichtig. Viel wichtiger ist das, was jetzt passiert. Bitte fahren Sie zur angezeigten Und eben, es sind nur wenige Minuten, seitdem ich das mit ME3 aufgenommen habe, vergangen. Und jetzt
Ich kann ja nichts einstellen. Jetzt seht euch das an. Der will hier an einer 50 kW laden, der will da nochmal an einer 50 kW laden und da an einer 300er. 3 Ladestops ist okay. Wichtig, die Kiste hat nur halb so hohen Akkustand wie die nebendran. Damit kann man leben. 2 Stunden 3 zum Laden, 10 Stunden 10 zum Fahren, 22 Uhr. Der kommt 1,5 Stunden später an. Das liegt definitiv nicht an den 40% Unterschied, die im Akku sind. Das liegt einfach an dieser katastrophalen Ladeplanung. Und was man auch schön sieht, wir haben keine erweiterten Informationen, nichts. Er zeigt uns auch nicht an, von wo bis wo, also wie viel will er denn aufladen. Details, wie weit sie entfernt ist, bekommen wir hier nur, wenn wir es wirklich antippen, dann steht es da. Im Vergleich wirklich, das ist sowas von schlecht, wenn man das Neue gesehen hat. Ich weiß, dass genug Leute sagen, ich kann damit leben, ich kann auch damit navigieren. Jo, aber wenn man jetzt mal wirklich vergleicht, ist das nix. Und das in der ME3 richtig, richtig gut. Eben, die kleinen Änderungen hier oben mit dem grau hinterlegten, sei es drum, die sind nicht so entscheidend. Aber es ist ja schon spannend, diesen Unterschied zu sehen. Weiter geht's in der ME3 nach dem Kracher mit der Navi noch mit ein paar Kleinigkeiten. Wir alle wissen, Prä-ME3, der Travel Assist hier, auch bei ME3 liegt er hier. Ich drücke jetzt einmal auf die Taste und ihr seht, der Travel Assist ist ausgewählt. Ich drücke nochmal auf die Taste und wir sind zurück bei ACC. Auch so eine Funktion, die einfach unglaublich angenehm und hilfreich ist. Und hier ist übrigens das Verhalten dieser Taste Prä-ME3. Ich drücke einmal drauf, der Travel Assist ist aktiviert. Ich drücke nochmal drauf und es passiert rein gar nichts. Ich kann ihn so nicht deaktivieren. Wenn ich das Prä-ME3 machen will, geht das nur über die ACC-Taste hier unten. Werfen wir noch schnell einen Blick in das Radio- und Medienmenü. Nicht jeder nutzt Apple CarPlay oder Android Auto. Auch hier gibt es einen neuen Eintrag, der heißt Player. Bei uns ist ja Prä-ME3 der nicht da. Der Rest hat sich nicht großartig verändert. Alles, was ich so bisher gesehen habe. Und der zeigt halt einfach beim Player an, was Sache ist. Jetzt gibt es keine abspielbaren Dateien, weil ich noch in meine Medien war. Wenn ich jetzt wieder einen Radiosender auswähle und auf den Player gehe, dann wird da in riesengroß das Radio angezeigt. Und Prä-ME3 beim 0795, wenn wir hier in Radio und Medien gehen, seht ihr, da gibt es den Menüpunkt Medien nicht. Bei uns funktioniert das Ganze etwas anders, nämlich mit diesem kleinen Auszug oder Slider hier drüben bekommt ihr die gleiche Ansicht. Zurück geht es entweder dort oder hier unten. Und ich finde, der neue Menüpunkt im ME3 macht durchaus Sinn. Diese Slider sind mitunter nicht optimal zu bedienen, ist also an sich eine gute Verbesserung der Usability. Eine weitere kleine Veränderung mit der ME3 kann ich euch in der MySkoda-App zeigen. Hier seht ihr jetzt beide Fahrzeuge. Unten ist mein Enyaq iV SUV und oben ist das Enyaq iV Coupé mit der ME3. Wenn ich jetzt einfach mal meinen aufmache, dann seht ihr das, was ihr schon kennt. Laden der Batterie, Klimaanlage und Abreiseplanung. Wenn ich allerdings das Fahrzeug wechsle zu dem anderen Enyaq, dann seht ihr hier oben einen neuen Tab oder ein neues Feld, Türen und Beleuchtung, wo ihr den Zustand sehen könnt. Ihr seht, das Fahrzeug ist entriegelt. Ihr seht, das Licht ist ausgeschaltet. Türen und Fenster sind geschlossen. Liegt daran, ich sitze in dem Fahrzeug. Dementsprechend ist es offen. Und wenn ich den Wagen jetzt einfach mal anmache und ich entriegle jetzt das Fenster auf der Fahrerseite, dann sollte auch hier der Zustand sich aktualisieren. Leider ist es nicht ganz so schnell beim Aktualisieren, aber offen. Ich habe es kurz selbst aktualisiert und ihr seht auch, die Fahrerseite ist hier offen. Machen könnt ihr hier, soweit ich es ausprobiert habe, leider nichts. Das ist wirklich nur informativ. Ihr könnt das Fahrzeug hiermit, ich sag mal, noch nicht entriegeln oder verriegeln. Ist aber zumindest schon mal ein bisschen mehr
als das, was wir vorher hier Prä-ME3 haben. Und ihr seht noch was. Es kommt gar nicht auf die Aktualisierung der App an, weil ich nutze ja die gleiche App für beide Fahrzeuge. Es kommt wirklich auf den Softwarestand im Fahrzeug an. Noch so eine Kleinigkeit, auf die sich aber, glaube ich, sehr, sehr viele Enyaq-Fahrer freuen. Vorbehaltlich ist es wirklich Teil der ME3, das kann ich nicht verifizieren. Das ist der Blinker. Hört mal. Das ist das Blinkergeräusch in der ME3-Version im Coupé. Und die ist gefühlt 2 bis 3 Stufen leiser als in unserem Enyaq. Ich habe hier allerdings nichts zum Einstellen gefunden. Sie scheint also auch hier wieder vorgegeben zu sein, aber deutlich leiser. Ob das Teil des ME3-Updates ist, das weiß ich nicht. Das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Und für die, die Prä-ME3 nicht kennen, hier das Blinkergeräusch in einem Enyaq iV vor der ME3. Klammer auf, sofern es von der ME3 abhängig ist. Das ist schon deutlich lauter und der ein oder andere findet es auch dadurch etwas nervig. Die Anpassungen am Head-Up-Display, die sind richtig cool mit der ME3. Es ist unglaublich schwer, das zu filmen. Ich hoffe, ihr könnt es da vorne grob erkennen. Er blendet jetzt gerade zum Abbiegen einen riesen Pfeil ein und die Distanz zum Pfeil. Das gab es vorher nicht. Das ist die Augmented Reality, die erweitert wurde. Und dem anderen wird vielleicht auch aufgefallen sein, da wo sonst die Abbiegehinweise stehen, stand nur noch so eine kleine Distanzanzeige zum Ziel, die runtergelaufen ist. Nach 350 Metern den Kreis. Ich hoffe, ihr könnt die Anzeige für den Kreisverkehr da vorne sehen. Ich fahre auf einen Kreisverkehr zu, er zeigt mir den Kreisverkehr, die Route durch den Kreisverkehr und dass ich die zweite Ausfahrt nehmen soll. Bitte nehmen Sie die zweite Ausfahrt in Richtung Mladá Boleslav. Jetzt zweite rechts ausfahren in Richtung Mladá Boleslav. Und jetzt kann es natürlich sein, dass das den ein oder anderen auch ziemlich stört. Für den gibt es eine einfache Lösung, der kann einfach die Augmented Reality abschalten. Und hier sehen wir das Head-Up-Display Prä-ME3 in meinem eigenen Enyaq. Und ihr seht, oben gibt es jetzt bei der Augmented Reality nur die großen Pfeile, aber nicht das eingeblendete um die Ecke abbiegen mit Distanz. Das war mein kleiner Rundumschlag Software ME3 versus Prä-ME3 oder 0795 mit zwei nahezu vergleichbaren Autos. Einziger Unterschied war der Batteriefüllstand. Meiner hat ca. 40% weniger als dieser, was sich ein bisschen auf die Ladeplanung auswirkte, aber nicht gravierend. Die Unterschiede, um die es ging, hat man sicher gut gesehen. Es gibt noch jede Menge weitere Kleinigkeiten, eben die habe ich jetzt weggelassen. Mir ging es erstmal darum, so einen groben Überblick zu geben für all die, die auf ME3 warten, damit sie mal ein Gespür dafür bekommen, was sie bekommen. Jetzt muss ich mich hier vor dem Outro kurz dazwischen schieben. Nach dem Update-Video auf die ME3 gab es jede Menge Kommentare zu den Funktionen, die wir nicht bekommen werden. Namentlich alle, die mit den seitlichen Sensoren zu tun haben und die Schwarmdaten, die ich ja auch deswegen in diesem Video nicht gezeigt habe. Damit wir das etwas geordneter mal erfassen können, weil ich auch neugierig bin, habe ich zwei Umfragen bei Google Forms erstellt, eine deutsche, eine englische. Ihr findet die Links unten in der Beschreibung. Bitte nehmt daran teil, wenn ihr einen Enyaq habt, der geupdatet wird und der die Funktion nicht bekommt, und sagt mir doch bitte, was ihr darüber denkt. Das würde mich sehr freuen.
Wie ihr sehen konntet, tut sich richtig was mit ME300 oder 0333, wie es Škoda nennt. Spannend ja auch, dass wir im Prinzip die gleiche Hardware in den Autos haben, obwohl das viel neuer ist. Das lässt uns ja auch schon mal hoffen. Klar ist auch, dass gewisse Features nicht in die alten Bestand des Enyaqs kommen. Dazu gibt es noch die Frage-Antwort-Runde mit Škoda. Wir können uns also auf die ME3 wirklich freuen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein paar Sachen bemerkt, die sind nicht so gut. Sei es, dass das Ding dann doch öfter abgestürzt ist oder dass es scheinbar hier und da doch noch kleinere Problemchen gibt und sie noch nicht ganz fertig ist. Umso spannender, dass ja auch viele von euch, die jetzt neu ihren Enyaq bekommen, mit dieser Software unterwegs sind. Auf der anderen Seite, über manche Anpassungen kann man natürlich auch streiten, ob man das neue Menü jetzt besser findet als das alte. Ihr habt auf jeden Fall einen ersten Eindruck bekommen, was euch in den Bestandesfahrzeugen erwartet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann würde ich mich vor allem auch über ein Abo von dir freuen. Das ist ein enormes Zeichen der Wertschätzung. Und wenn deine Unterstützung noch weiter geht, dann findest du unten in der Beschreibung einen Link zu PayPal für eine kleine Spende. Oder probier doch mal das Super Thanks von YouTube aus. Das ist das Herz mit dem Dollarzeichen unter dem Video. Ist natürlich wie immer völlig freiwillig. Auf der anderen Seite, wie auf diesem Kanal, ist die Werbung deutlich reduziert. Es gibt ja zum Beispiel keine Unterbrüche während des Videos. Du kannst an einem Stück durchschauen. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, bleib energiegeladen.